Rampe. Reicht. 20 Minuten Podcast über Eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Wir haben ein paar ausgewählt und die dann wiederum draußen uns vorgelesen, beziehungsweise ich habe die Fragen vorgelesen. Genau, und wir beantworten die jetzt Drinnen. Deswegen klingt es anders. Es fing an zu regnen. Eigentlich war die Idee, die Folge ganz draußen aufzunehmen. Das wäre gemütlich gewesen. Ja, aber dann war da auch auf einmal ein Gärtner hinter uns. Und manche Themen sind uns zu persönlich, um sie mit einem Gärtner zu teilen, aber gerne mit dem gesamten Internet. Ja, wir haben ja schon die erste Staffel mit euch geteilt, jetzt schon einige Folgen und klar, manche Fragen kommen auf und wir haben, ich glaube, jetzt 4 ausgesucht. Wir gucken mal, ob wir die alle schaffen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für eure E-Mails generell. Genau, und Fragen könnt ihr auch weiterhin stellen, also wenn genug dabei sind, also manchmal beantworten wir die auch per E-Mail dann. Gerade wenn die persönlicher sind. Genau, aber bei so allgemeinen Fragen, darüber freuen wir uns halt auch, weil wir dadurch auch noch weitere Folgen aufnehmen können. Genau, und auch nochmal in Themen reingehen können, die vielleicht für uns gar nicht mehr so präsent sind als Thema. Genau, vielen Dank auf jeden Fall für euer Feedback zur Marie Kondo-Folge. Oh ja. Aus der ersten Staffel der Folgen. Wir sind total begeistert von euren Eindrücken und Ideen und Ansätzen, das umzusetzen. Und all power to you. Sehr, sehr cool, dass ihr das mit uns geteilt habt. Das hat uns ja berührt. Ja, also überhaupt eure ganzen Reaktionen und Kommentare und E-Mails und überhaupt die Reaktion jetzt auf was wir hier kreieren, ist unglaublich toll und wichtig und bedeutet sehr, sehr, sehr viel für uns. Auch das Geld. Nee, voll. Auch das Geld bedeutet uns ganz viel. Dadurch können wir uns Interviews leisten, dadurch können wir uns Technikkram leisten und sondern Website-Kosten. Genau. Das alles wollten wir kurz vorne anstellen und deswegen freuen wir uns natürlich auch, Fragen von euch zu beantworten. Und wir steigen einfach ein. Okay. Die erste Frage geht an dich, Simo. Und zwar: Wie gehst du damit um, dass du verschiedene Diagnosen hast und gleichzeitig die T-Spritzen kriegst? Und wie beeinflusst sich das gegeneinander? Wie sieht Behinderung mit Transsein zusammen aus? Danke für die Frage. Ich denke, also auf jeden Fall spielt das eine Rolle und beides ist halt voneinander nicht wegzudenken. Also wenn ich irgendwie Unterstützung oder was kriege wegen dem Transsein, spielt Behinderung da immer mit rein und andersrum halt auch. Das ist vor allem, wenn ich jetzt so an Ärztinnenbesuche denke, es ist halt einfach immer irgendeine Sache, die mit aufkommt. Wenn ich zum Beispiel zu einem neuen Arzt gehe oder zu einer neuen Ärztin gehe und dann einen Anamnesebogen ausfülle, dann muss Mensch ja meistens alle Medikamente und Diagnosen da reinschreiben und deswegen ist es halt einfach, weil ich sehr viele Medikamente nehme, auch wichtig, dass meine Ärztinnen wissen, dass ich auch Testosteron nehme, damit da keine Wechselwirkungen passieren. Schön wäre, wenn alle Ahnung darüber hätten, das haben die meisten ja tatsächlich nicht. Aber es ist halt ein Thema. Bisher hatte ich, was wir schon mal auch in vorherigen Folgen besprochen haben, eher negative Erfahrungen damit, weil Leute halt keine Ahnung haben und dann denken, dass irgendwelche von meinen Symptomen halt eine Wechselwirkung mit dem Testosteron sind, was nicht stimmt. Andererseits ist das Testosteron ein sehr wichtiges Mittel für mich, nicht nur wegen meines Transseins oder meiner Transition oder so, sondern weil es mir durch das Testosteron besser geht, auf so ein Energielevel-Ding und was so Depressionen angeht. Also mein Energielevel ist ja sehr, sehr niedrig, aber wenn ich merke, wenn das Testosterongehalt bei mir sehr niedrig ist, dann geht es mir halt schlechter. Und das ist sowas, was schon einige Ärztinnen auch verstanden haben und dass das eine wichtige Sache ist. Halt, es ist nicht weniger wichtig, dass ich regelmäßig das Testosteron kriege, als dass ich regelmäßig meine anderen Medikamente nehme. Ja. Genau. Ja, das macht Sinn. Cool, dann gehen wir in die nächste Frage. Ja, bitte. Okay, mit der nächsten Frage konnten wir natürlich irgendwie rechnen, aber jetzt ist sie auch tatsächlich da. Und zwar: Hallo ihr beiden. Im Podcast klingt ihr sehr vertraut miteinander. Ihr redet oft von Freundinnenschaft oder Partnerinschaft. Was ist da genau los? Ja, was ist denn da los? Was ist da los? Wir sind einfach befreundet und ich glaube, dass das irritiert, liegt daran, it's more German problem Ja. than a Sima and Schwarz-Rund problem. Also
Ich bin damit groß geworden, dass Freundinnenschaften Leben strukturieren. Also das ist, ich habe von meinem Vater nicht so viel Hilfreiches zum Thema romantische Beziehung gelernt und ziemlich viel Hilfreiches dazu, wie Freundinnenschaften irgendwie eine Wichtigkeit kriegen im Leben. Und ich weiß ganz viel über Phasen von Freundinnenschaften und keine Ahnung und ganz viel über die Freunde von meinem Vater und das ist für mich wie Familie. Und ich glaube, für mich war der Wunsch immer viel größer, irgendwie super verbindliche, tolle Freundinnenschaften zu haben. Wie jetzt eine romantische Beziehung, einfach weil romantische Beziehungen waren in meinem Elternhaus eher so eine Shitshow. Und Freundinnenschaften waren halt das, was einen geprägt hat. Und auch immer länger gedauert haben, wie romantische Beziehungen oder Ehen oder weiß was ich was. Und wir haben uns beide an so einem sehr lowen Punkt in Bezug auf Freundschaften kennengelernt, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also bei mir ging da eine 9-jährige Freundschaft zu Ende, bei dir war das auch alles nicht ganz easy. Und es wurde sehr viel einfacher nach dem Tod meiner Mutter, nein. Dann kam die Pandemie. Ja, wir haben halt in kurzer Zeit sehr viele ziemlich große Krisen in unserem Leben erlebt. Also so mit Psychiatrie, Tod, Housing, also Wohnung verlieren, Krankheit der Eltern. Genau. Und genau, also für mich war das vorher schon so, also die Freundschaft, die ich vorher so lange hatte, wir sind quasi noch immer Freunde, aber leben keine aktive Freundschaft. Die hat halt auch mein Leben ganz lang geprägt. Und für mich ist das viel, viel wichtiger wie eine romantische Beziehung. Also auch wenn ich in einer romantischen Beziehung bin, hat die nicht die Relevanz wie die Beziehung zu dir. Ja. So. Genau. Aber so sehe ich das auch. Das ist halt für mich eher, ich habe das halt nicht vorgelebt bekommen, aber eine Entwicklung, die ich durch mein Leben so gelernt habe. Und das ist eine Sache, die ich halt priorisiere in meinem Leben. Yay, wir priorisieren uns. That sounds so romantic. Nee, also wir sagen auch, dass wir halt so Familieneinheit sind. Jetzt halt Corona-mäßig sind wir halt die Bubble, weil das Sinn macht. Wir leisten gemeinsam Sorgearbeit und Care-Arbeit füreinander. Für die Tiere. Für die Tiere. Wenn unseren Eltern es nicht gut geht, ist das... Genau. Also wenn es meinem Papa nicht gut geht, erzähle ich dir das, weil du meinen Papa voll lieb hast. Und genau. Auch wenn deine Eltern mir auf den Senkel gehen, weißt du, ich wäre jederzeit für die da. So. Genau. Also das ist so die Konstellation. Und manchmal, weil es praktisch ist, wenn wir halt irgendwie zur Apotheke müssen oder du telefonierst für mich irgendwo. Dann bist du mein Ehemann. Dann sagen wir halt so Partner oder so, weil das Leute eher verstehen. Genau, die verstehen halt eher die Wichtigkeit jetzt bei solchen Anträgen wie hier Pflegestufeantrag und so. Es ist einfach, manchmal ist es einfach einfacher. Genau, that's it. Aber, also wir würden keine Kinder zusammenkriegen. Wir haben keinen Sex miteinander. Wir küssen uns nicht. Also das ist einfach eine Freundinnenschaft, aber halt in dem Sinne, also eher in einem dominikanischen Sinne wie in einem deutschen Sinne. Ja. Genau. Ich habe dich zwangsintegriert. Finde ich gut. Dominikanische Kultur. Genau, das zu der Frage. Weiter geht's. Auf den Fotos sehen wir immer wieder mehrere Tiere. Wie kriegt ihr das zusammen? Behinderung, Versorgung von euren eigenen Ansprüchen und Tierhaltung. Sind die Tiere eher Hindernis oder eher hilfreich? Beantwortet das doch gerne in Bezug auf eure physischen, aber auch psychischen Einschränkungen. Yay, wir dürfen über die Tiere reden. Yay! Ich will immer über die Tiere reden. Das stimmt. Das ist schon, es ist eins meiner Special Interests und deswegen ist mein Fokus oft sehr, sehr auf, also was machen die Hunde gerade? Und dann bist du so, ja, lass mal auch über das Tatsächliche reden. Das Witzige ist, dass mich Simo manchmal anruft und sagt, in meinem Leben gibt es nur die Tiere, das ist so anstrengend. Dann sage ich, okay, dann komme ich vorbei und wir machen was anderes. Und dann redest du die ganze Zeit über die Tiere. Ich bin so, you literally have to talk about other things. Ja, genau, die Tiere. Es gibt 3 Tiere in unserem Leben. Das ist, glaube ich, erstmal wichtig zu sagen, um nicht nur über die Tiere zu reden. Der älteste ist Pippin. Ja, das ist der Kater, der bei mir lebt. Der ist 17 Jahre alt und wir leben schon 17 Jahre miteinander zusammen. Und ich bin Pippins neue Haircare-Person. Ja. Ich kümmere mich um den Style. Ja. Genau. Ich und Pippin haben uns extrem schnell gefunden, glaube ich, miteinander. Und genau, Pippin ist der beste Freund vom zweiten Tier in der Alterssortierung. Das ist meiner im liebevollen Sinne, so wie ich sage, dass sie mal mein bester Freundesmensch ist. So, genau. Ja. Ich und Monkey leben seit über 10 Jahren zusammen. Wow, ja, das ist auch schon lange. Er kommt aus dem Berliner Tierheim.
Ist abgehauen in Tschechien von den Vorbesitzern mehrfach. Irgendwann hat er es über die Grenze geschafft. Also selber migriert. Selber migriert, war so ein Done with this. Lief in Brandenburg rum, wurde dann nach Berlin reingeschleppt ins Tierheim. Und jetzt ist er bei mir. Und ja, die Frage, ist er... vielleicht gehen wir erstmal kurz die Tiere durch, genau. Und was wichtig zu wissen ist, er wurde mir als Terrier-Mix angedreht. Aber er ist ein Australian Kelpie, Working Kelpie. Und ihr könnt die Rasse gern mal nachgucken. Das ist eine der haushaltsuntauglichsten Rassen, die es so gibt. Eine der klügsten, in Anführungsstrichen, das ist ja auch als Konstrukt und bla, Tiere und also quasi eine der selbstständigsten Hunderassen. Ja. Und einfach eine Hunderasse, die die meisten Leute nicht kennen. Also wir würden die auch nicht kennen. Genau, das ist wirklich auch ein Zufall. Das habe ich nach Jahren erst rausgefunden. Wenn ich das sofort gewusst hätte, hätte ich gesagt, der muss zu einem Schäfer. Weil das einfach für diese Art von Hund besser ist. Genau, aber dann gibt es noch den Jungspund. Das Baby, was zwischen uns liegt. Genau, und 3 Jahre schon bei mir. Also das ist mein Hund. Den haben wir zusammen ausgesucht. Den haben wir zusammen ausgesucht aus dem Berliner Tierheim. Beziehungsweise hat er so gesagt, ich will zu dir. Ja, und Simas Herz war zu dem Zeitpunkt nicht offen mit einer anderen Hündin. Und dann hat Vanya sich mir sehr aufgedrängt. Und beachte mich! Seht mich als Option! Ja. And we saw you as an option. Ja, genau. Und dann vor 3 Jahren kam dann Vanya zu mir, weil ich unbedingt einen Hund haben wollte oder mit einem Hund leben wollte. Ich hatte ja schon sehr viele Hunde in meinem Leben, mit anderen Leuten gewohnt, die Hunde hatten oder halt mit sehr viel mit Monkey aufgepasst und so. Und dann war der Zeitpunkt gekommen. Ja. Und ja, da kam dann dieser Hund dazu und hatte mehrere Baustellen, sag ich mal so. Wurde auch abgegeben wegen seinen Baustellen. Ja, genau. Und das ist halt auch, sage ich jetzt, immer so ein Glücksfall gewesen, dass er hier gelandet ist, weil dieser Hund wäre garantiert so ein Tierheim-Wanderpokal geworden. Ja. Also einer, der immer wieder zurückgebracht wird ins Tierheim, weil die Baustellen, die da sind oder da waren, halt solche sind, die die meisten Leute nicht gut aushalten. Nicht gut aushalten und überhaupt nicht funktionieren zusammen mit gewaltvoller Erziehung. Also genau. Gewaltvolle Erziehung funktioniert schon nicht besonders gut, aber bei ihm, wie auch bei Monkey, hätte das einfach zu fatalen Folgen und schlimmstenfalls, irgendwie im Schlimmsten geführt. So. Genau. Und jetzt die Frage nach dem physischen und psychischen. Also Monkey ist ja ein Working Kelpie. Wir posten euch Working Kelpie-Videos in die Captions. Guckt die zuerst und ihr dürft nur sagen, dass ich nicht recht habe, nachdem ihr die gesehen habt. Dann werde ich das nicht mehr sagen. So. Okay. Diese Hunderasse ist gekreuzt mit Dingos, was Freiwildhunde in Australien sind und stammt vom schottischen Kelpie ab. Ich bin kein besonderer Rasse-Fan oder finde Rassen nicht wichtig. Bei ihm ist es wichtig, sich zu informieren, weil diese Hunde haben verschiedene Eigenschaften angezüchtet gekriegt, die sehr prägend im Alltag sind. Unter anderem zum Beispiel etwas, das als Strong Eye bezeichnet wird, also starkes Auge. Das heißt, die hüten Schafe nicht durch Bellen und Schnappen in der Hauptsache, sondern indem sie sehr, sehr judgy die Schafe angucken. Und damit lebe ich alltäglich. Das ist für mich extrem gut, weil meine Depressionen, meine Unsicherheit, ob ich wann was machen darf und wann nicht, also wann ist es ein appropriate Verhalten rauszugehen und so weiter und so fort, werden mir jetzt seit 10 Jahren durch diesen Strong Eye abgenommen, weil ich mit ihm rausgehe. Und wenn ich unsicher werde, merkt er, dass ich unsicher werde und sagt dann, also hütet mich literally zur Wohnungstür. Monkey kann alle hüten, auch Leute, die noch nie gehütet worden sind. Letztens hat er zum Beispiel in einem Pärchen geschlafen, das nie in einem Zimmer schläft und hat die dazu gezwungen, in einem Zimmer zu sitzen, weil er das lieber mag. Ja. Ohne Bellen, ohne alles. Also das ist einfach eine sehr fordernde Hunderasse. Wir fahren sehr viel Fahrrad, wir joggen, wir machen Agility. Er darf zum Glück deinen Hund ein bisschen scheuchen. Er krabbelt Sessel von hinten hoch. Wir machen viel Sprunggeschichten, viel Tricksen. Er kann über 30 Tricks. Er kann sich sehr gut verbalisieren. Also er kann auf Flaschen zeigen, um dir zu erklären, welche Art von Wasser er möchte. Es ist sehr viel Arbeit, aber ich würde keinen anderen Hund haben wollen, weil durch meine Depression und mein massives Dissoziieren, ich funktioniere einfach ohne ihn nicht. Also ich funktioniere literally nicht. Ich sitze einfach nur da und starre in die Gegend. Es ist krass, dieser Hund hat sich auch selber beigebracht, so einen Puls zu lesen. Genau, das macht er halt auch. Liest bei dir den Puls und holt dich aus der Dissoziation raus. Und holt mich auch aus dem, also irgendwann dehydriere ich halt und dann geht der Puls hoch. Und das misst er. Ja. Und wenn ich gerade längere Zeit meiner nicht so guten Bauchspeicheldrüse
oft dehydriere, misst er nachts meinen Puls, um mich aufzuwecken, damit ich was trinke. Also er ist kein Assistenzhund, er hat das alles nie gelernt. Er hat das von selber gelernt. Er hat sich das selber beigebracht. Ja. Und, das ist völlig abgefahren. I love him more than anyone in the world. Genau. Das ist mein Baby. Und die Assistenz, die du durch den Hund dann bekommst. Genau. Und er ist anstrengend und ich weiß das. Aber er kann da nichts für, weil das ist zuchtbedingt. Ja, Vanya, also mein Hund hat auch so zuchtbedingt Baustellen auch. Also er ist ein Podenco-Mix. Das bedeutet, Podencos sind so spanische Jagdhunde. Und die sind so Sichtjäger, also die schnüffeln nicht, sondern die gucken und sind vor allem für so Hasenjagd gemacht und deswegen... Es ist gut, dass wir in Reinickendorf wohnen, was nach dem Fuchs benannt ist, der Hasenjagd. Ja, also hier sind sehr, sehr viele Kaninchen überall und das ist ein riesiges Problem für den Hund leider, dass es Orte gibt, wo er dann nicht sein kann, weil da so viele Kaninchen sind, dass er anfängt zu jagen und wenn er dann in dem Jagdmodus ist, dann kommt er da auch nicht raus, also er würde sich dann zu Tode hetzen. Genau. Das haben halt Menschen verkackt. Da müssen halt klare Grenzen setzen, also der braucht auch klare Grenzen. Ich glaube, ich muss mal kurz was sagen. Also klare Grenzen, was wir damit meinen, ist nicht Bestrafung bei Überschreiten, sondern klare Grenzen heißt eher, dass der Mensch sich an die entschiedenen Grenzen halten muss und die Kommunikation sehr eindeutig ist. Also ihr merkt schon, wir sind sehr spezifisch mit Begriffen. Das liegt daran, dass Trainieren statt Dominieren, TSD, der Ansatz, also der wissenschaftliche Ansatz, ich sage mal, als wäre es einer von vielen, das ist der wissenschaftliche Ansatz. Es gibt keinen anderen wissenschaftlichen Ansatz. Der ist, nachdem wir mit unseren Tieren leben. Ja, also positive Verstärkung. Genau. Wenn die was lernen sollen, dann ist es immer wenn die das Richtige machen, dann kriegen die ganz, ganz viel Lob und genau, das gewünschte Verhalten. Ja, genau. Und es geht halt darum, die dahin zu führen, das erwünschte Verhalten zu zeigen. Und davon auszugehen, dass sie das nicht einfach wissen. Genau, also das meine ich, also es gibt halt Orte, wo wir nicht hingehen oder Orte, wo er dann nur angeleint ist. Also zum Beispiel finden manche Leute, das erschrecken sich vielleicht auch manchmal, wenn sie mich mit dem Hund sehen, weil mein Hund auch draußen eigentlich fast immer einen Maulkorb trägt, was eine Schutzmaßnahme ist für uns, aber auch für andere. Nicht, weil der Hund unbedingt beißt, aber er hat halt manchmal Angst und seine Reaktion ist halt, also Angstreaktionen können ja 3 Sachen, glaube ich, sein. Flucht, Starre und Reaktion nach vorne. Genau, reaktives Verhalten. Reaktives Verhalten und er ist auch ein sogenannter reaktiver Hund, also so, er bellt dann erstmal und versucht Leute anzuspringen und so. Aber er ist auch sehr allergisch. Genau. Und die Gefahr ist, weil in Berlin sehr, sehr viel Essen auf dem Boden rumliegt, vor allem so Brot und sowas. Schulbrote hier. Ja, genau. Und er ist halt sehr, sehr allergisch gegen Weizen und bekommt so krasse Hautausschläge und Pusteln und deswegen hilft der Maulkorb dann auch draußen, damit er nicht, weil ich manchmal auch ein bisschen langsam bin, er dann nicht irgendwie das Brot verschlingt. Genau, es ist letztendlich was ihm mehr Freiheit gibt. Genau, das ist manchmal auch schwierig zu verstehen, aber benutze ich halt gerne aus so einer autistischen Perspektive. Ich mag es ja auch manchmal sehr eingewickelt zu sein in irgendwas oder halt, dass es klar ist, dass ich in einem Zimmer sitze und die Tür zu ist. So. Wird man ja dann auch oft durch den Maulkorb und durch das Angeleintsein. Ihm werden dann die Reize so ein bisschen genommen. Und er kriegt dadurch die Chance, das gewünschte Verhalten überhaupt zu zeigen. Genau. Also er hatte vorher vielleicht 5.783 Optionen und wir brechen es runter auf 3. Heißt, er hat einfach viel mehr Erfolgserlebnisse, was bei einem unsicheren Hund das Nonplusultra ist. Genau, also ich denke auch, ich habe in dieser Zeit auch unglaublich viel gelernt, obwohl ich dachte, ich weiß schon einiges über Hunde, aber ich wusste nicht viel. Und dadurch, wie der Hund halt ist und dass ich auch kurz am Anfang auch wie einen Hundetrainer hatten, sind wir jetzt durch die 3 Jahre hat sich auch einiges getan. Also ich habe sehr viel gelernt und dadurch konnte ich den Hund unterstützen, dass er sich sehr weiterentwickeln konnte. Aber ich mag noch über was anderes reden. Was sind denn Sachen, die du durch ihn gelernt hast? Sehr viele Sachen. Auch dieses, mich viel draußen zu bewegen. Das stimmt. Ich bin halt sehr, sehr antriebslos als Person und durch den Hund muss ich halt rausgehen und das ist sehr gut, also dass ich sehr viel schöne Zeit draußen verbringe. Ich sehe sehr schlecht im Dunkeln und habe auch Angst, bei Dunkeln rauszugehen. Mein Hund ist schneeweiß und hilft mir sehr viel, wenn ich im Dunkeln draußen bin, weil ich manchmal auch die Leute nicht sehe und so und durch ihn weiß ich halt, da sind Leute.
das auf jeden Fall. Was passiert in so Momenten, wo Leute sich, also worauf ich hinaus möchte, war am Anfang ist es dir schwer gefallen, Leuten draußen zu sagen, wenn sie sich scheiße verhalten. Und das hat sich krass verändert. Das hat sich krass verändert, weil ich halt nicht auf mich achte, sondern auf den Hund und seine Bedürfnisse. Und wenn Leute sich irgendwie scheiße dem Hund gegenüber verhalten, habe ich dann auch so ein bisschen gelernt, mich da verbal auch zu wehren. Und das ist sowas, was ich vorher einfach überhaupt nicht konnte. Genau, ich habe das Gefühl, du bist irgendwie 490 Mal verbaler geworden. Durch Vanya. Ja, das ist krass. Nicht nur im Negativen. Du sagst es Leuten auch manchmal einfach sowas wie, hey, können Sie Ihren Hund kurz zurücknehmen? Und dann machen die das und dann bedankst du dich. Das ist ja gar nicht unbedingt ein unfreundlicher... Nee, aber das sind einfach, weil ich manchmal tatsächlich nonverbal werde und es mir sehr schwer fällt, fremden Leuten gegenüber so klare Ansagen zu machen oder überhaupt was zu sagen. Das ist, hätte ich ohne den Hund, das hätte nicht funktioniert. Voll. Funktioniert nur, mir das Wohlergehen von dem Hund so viel wichtiger ist, als das Wohlergehen von mir oder anderen Leuten. Ja, aber dadurch setzt du ja auch deine Interessen durch. Zum Beispiel, wenn du nicht nah an wem vorbeilaufen kannst. Wegen dem Hund in Anführungsstrichen. Dann, aber du jetzt unbedingt nach Hause möchtest, sowas gab es jetzt ja auch schon. Also ich habe das Gefühl, du kommst langsam auf so eine weitere Stufe. Und dann bist du so, ich will jetzt aber nach Hause, der Hund kann das so nicht. Die müssen jetzt vom Gehweg runter. Das, also, als ich dich kennengelernt habe ohne Hund, hast du wahrscheinlich noch 5 Stunden gestanden und gesagt, naja. Ja, das stimmt. Das ist schon ziemlich cool. Genau, und was ist mit dem ganz alten Herrn? Ja, mit dem Kater, wie gesagt, wohne ich mit dem ja schon 17 Jahre zusammen und wir sind ein sehr eingespieltes Team. Also ich sage immer, dass ich durch den Kater oder durch Pippin Consent gelernt habe. Ich denke, die meisten Katzen sind so, oder ich weiß, die meisten Katzen sind so, aber er ist halt noch extra so, auch weil ich ihn so relativ wenig für so Sachen gezwungen habe, weil ich halt so von sowas nicht halte, auch schon damals nicht, ist, dass er halt eine sehr klare Ansage macht, ob er angefasst werden will oder nicht, ob er irgendwas will oder nicht. Und das ist halt wirklich, wenn er nicht angefasst werden will oder irgendwas nicht will, dann ist die Ansage sehr klar. Also da gebe ich sofort dann aufs Maul und so. Und das finde ich... Aber auch auf eine sehr, sehr ruhige Art. Ja, also es gibt erstmal so quasi eine Warnung, also verbal von ihm. Und dann kann er halt auch zuschlagen und so. Aber er ist jetzt nicht irgendwie... Es ist immer sehr nachvollziehbar, wenn er sowas macht. Ja, das stimmt. Also so sehr super konsequent in seinem Handeln. Das stimmt. Ja, genau, das sind unsere 3 Tiere. Und jetzt gehen wir zur, ich glaube, letzten Frage. Impfung, Behinderung und Schwarzsein. Könnt ihr was dazu sagen zu dem Diskurs um Impfverweigerung aus schwarzer Perspektive? Was steckt da genau hinter? Die meisten Artikel sind auf Englisch und nicht ganz nachvollziehbar. Danke. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich würde da erstmal verweisen auf, es wird immer dieselbe Quelle bei uns sein, I'm so sorry, you're wrong about. Zum Tuskegee-Experiment. Habe ich das falsch ausgesprochen? Ich weiß es gerade auch nicht. Ja, egal. Ihr seht es ja in den Shownotes. In der Geschichte der Medizin, TM, global gesehen, ist es einfach so, dass Schwarze, und ich würde da indigene Menschen mit hinzunehmen noch, oft als Versuchskaninchen herhalten mussten, oft unwissend als Versuchskaninchen herhalten mussten, für medizinische, in Anführungsstrichen, Entwicklung. Das eine Beispiel ist eben dieses Experiment, was passiert ist zur, oh Gott, weißt du gerade noch die Krankheit? Syphilis, glaube ich. Genau, Syphilis-Forschung, wo Leute aufgrund von komplizierten Umständen, aber trotz allem schwarzen Leuten, die nicht behandelt worden sind und unnötig gelitten haben letztendlich und vor allem halt mit sehr viel Lügen konfrontiert waren, teilweise ihr Leben lang. Ja. Und dann gibt es eben noch den Fall von einer schwarzen Frau, die gestorben ist, aber deren Zellen weiterhin in der Forschung verwendet worden sind, ohne dass die Familie davon wusste. Ja. Und sie quasi biologisch noch am Leben war. Also nicht wirklich, aber quasi als Zellmasse. Dann, wenn wir gucken auf indigene Populationen, also auch innerhalb von Europa, wurden oft neue Medikamente und so weiter getestet an ihnen. Wenn wir schauen... Also es ist einfach ein Problem. Auch jetzt gibt es wieder diese Verschiebung. Ne? Also viele von den Impfstoffen wurden zum Beispiel in Brasilien getestet. Ja. Wo es vor allem eine schwarze indigene Bevölkerung gibt. Gleichzeitig, sobald der Impfstoff, ich sag mal, fertig ist, wird der sicherste Impfstoff meistens vor allem an weiße Leute verimpft. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein Dilemma. Und was ich gerade zum Beispiel bei meinem Papa merke, ist halt, der ist in der Diktatur groß geworden bis zum 12. Lebensjahr bis heute. Würde ich sagen, die Dominikanische Republik ist nicht in Gänze demokratisiert. Der ist einfach groß geworden unter einer Diktatur, wo jeder jeden kontrolliert hat und es wirklich eine Art war von Leben unter Angst.
also so vergleichbar mit der Stasi, aber nochmal auf einem mördererischen Level, weil halt unglaublich viele Menschen umgebracht worden sind unter Trujillo. Heißt, mein Vater ist einfach konfrontiert damit, dass Informationen dazu hergezogen werden, um Leute umzubringen. Und er hat das überlebt. Das ist sein Traum, das ist sein reales Trauma. Und dann kommen eben Verschwörungstheorien, die vor allem Latinos über 50 anpeilen und sagen, im Impfstoff sind Sonden drin. Ich weiß natürlich, dass das nicht stimmt. Ja. Aber ich kann ihm das nicht auf die Art erklären, wie ich das jetzt dir erklären würde, warum das nicht stimmt. Weil ich mit dem Argument nicht weiterkomme, zu sagen, aber sowas passiert doch nie. Ja. Weil Sachen sind passiert. Und vielleicht ist da auch noch wichtig zu sagen, dass halt diese Generation, wie die von deinem Vater vor allem sich auf Facebook bewegt. Genau, die bewegen sich vor allem auf Facebook. Und über Angst vor politischen Maßnahmen werden einfach Friendships gebildet. Also es ist ein unglaublicher sozialer Verbindungsfaktor. Ja. Angst und Nostalgie. Das sind die zwei Sachen. Aus dem heraus ist es dann schwierig, über das Thema Impfung zu sprechen. Also ich mache das natürlich auch. Papa hat auch gesagt, er lässt sich jetzt impfen. Er glaubt mir jetzt auch. Ich weiß nicht, wie lange das anhält. Weil es halt einfach das Problem ist. Also zum Beispiel für mich ist das kein wissenschaftlicher Nachweis, wenn du sagst, viele haben Angst davor. Ja. In dem, was er groß geworden ist, war das der Nachweis. Viele haben das Gefühl, da ist ein Spitzel. Ja. Da haben viele Angst. Dann war das so. Genau. Also das war quasi eine Form von Thesenbildung, die Sinn gemacht hat. Und jetzt zu sagen, das macht jetzt keinen Sinn, ist total schwierig. Und das alles zusammen, also die Forschung an schwarzen Körpern, auch bis heute werden zum Beispiel Skelette von Opfern von Genoziden noch vor der NS-Zeit an schwarzen Menschen verwendet, an meiner Universität und Humboldt-Universität. Also Wissenschaft, Medizin und Schwarzsein, Indigensein waren nie Sachen, die gewaltfrei zusammen existiert haben. Und daraus ist die Angst nachvollziehbar. Gleichzeitig ist es gerade für meine Community unglaublich wichtig, sich impfen zu lassen. Ja, es ist schwierig. Aber das ist so ganz grob abgerissen, der historische Kontext. Aus dem heraus es halt keinen Sinn macht zu sagen zu meinem Papa, du bist doch dämlich und total dumm. Warum glaubst du so einen Unsinn? Oder gar damit anzukommen zu sagen, ja, das ist aber antisemitisch. Das einfach nichts mit dem kulturellen Kontext zu tun hat und dass die Schuld einfach in die falsche Richtung schiebt. Ich erkläre das immer so ein bisschen damit, dass Leute bedenken müssen, dass die halt mit ganz anderen Medien groß geworden sind. Und vergleichbar wäre das quasi, wenn wir jetzt in unserem jetzigen Alter es ein Medium gäbe, was ständig sich reinschiebt in den Mund von jemand anderem. Also wenn ich mit dir rede, gäbe es eine Möglichkeit, wie zum Beispiel eine Firma Werbung machen kann über deinen Mund und du kriegst das gar nicht mit. Und während du als Person, die ich kenne, die ich schätze, mir irgendwas erzählst, ist da dann eine Falschinformation drin. Ja. Wie soll ich die rausfiltern? Stimmt. Ich vertraue dir doch. Es kommt doch aus deinem Mund. So kann ich das nur erklären für meinen schwarzen Latino-Anteil und den historischen Kontext. Genau, das war unser erstes FAQ. Ja, sehr viele Themen, sehr viele verschiedene Richtungen, aber falls euch das gefallen hat, dann schickt uns mehr Fragen und dann machen wir vielleicht irgendwann in Zukunft nochmal so eine Folge. Danke fürs Zuhören. Falls ihr uns unterstützen möchtet, geht das über Patreon oder über PayPal. Da heißen wir rampereicht@gmail.com, was auch unsere E-Mail-Adresse ist. Schreibt uns doch gerne dahin noch weitere Fragen, falls ihr möchtet. Ihr findet uns auf Instagram @rampereicht. Schwarzrund findet ihr überall als @schwarzrund und mich findet ihr überall als @simo_tier. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und die nächste Folge gibt es in 2 Wochen.